Ein Mann und sein Pferd haben im Laufe ihres Lebens eine starke Bindung aufgebaut. Als der Mann im Sterben lag, wollte er sich ein letztes Mal von seinem vierbeinigen besten Freund verabschieden. Und was das Pferd dann tat, rührte die Menschen zu Tränen. Als er jünger war, war Roberto González sowohl willensstark als auch körperlich stark. Er war ein mutiger Mann, der sich nicht scheute, für das einzutreten, woran er glaubte, und zu kämpfen, wenn es die Situation erforderte. Er verteidigte diejenigen, die in Not waren, egal ob sie jünger oder kleiner waren als er, und verschloss nie die Augen vor dem Schmerz und dem Leid anderer. Deshalb beschloss Roberto kurz vor dem Ausbruch des Vietnamkriegs der Armee beizutreten. Er war der perfekte Mann für eine solche Berufswahl und passte genau zu den anderen Soldaten. Er wurde an der Front in Vietnam eingesetzt und kämpfte tapfer und erbittert, wie er es immer getan hatte. Nur dass Roberto dieses Mal nicht jemanden verteidigte, der weniger Glück hatte als er, sondern seinem Land diente. Leider erlitt Roberto trotz seiner Tapferkeit im Kampf eine schwere Verletzung. Der Vorfall führte zu einer Lähmung und er wurde in die USA zurückgeschickt, wo er die bestmögliche medizinische Versorgung erhielt. Das hatte er verdient, nachdem er seinem Land so gedient und sein Leben riskiert hatte. Aber egal wie gut Roberto behandelt wurde, niemand wusste, ob er jemals wieder laufen können würde. Dennoch kämpfte er so tapfer wie immer und begann schließlich die Kontrolle über seinen eigenen Körper wieder zu erlangen. Es war zwar nicht alles zu 100% wieder normal, aber es war weitaus besser als völlig gelähmt zu sein. Viele andere Menschen hätten aufgegeben und sich mit einem Leben abgefunden, in dem sie nicht mehr gehen oder ihren Körper nicht mehr benutzen konnten. Aber nicht Roberto. Er hielt durch und bewies allen das Gegenteil. Er erholte sich aber nie genug, um wieder in die Armee einzutreten, egal wie sehr er sich bemühte. Deshalb wandte er sich einer anderen seiner Leidenschaften zu: den Pferden. Bevor er der Armee beitrat, hatte er Pferde schon immer geliebt und fand, dass sie unglaublich schöne und mächtige Tiere waren. Jetzt, wo er die Zeit und Gelegenheit hatte, stürzte er sich voll und ganz in sein neues Projekt. In den nächsten 30 Jahren züchtete und hielt Roberto alle Arten von Pferden. Sein neues Hobby lenkte ihn davon ab, dass er nicht wieder in die Armee eintreten konnte, und gab ihm einen neuen Lebensinhalt. Während manche Leute Pferde nur als Haustiere hielten, war es für Roberto weit mehr als das. Er half bei der Aufzucht, kümmerte sich um die Muttertiere, während sie ihre Fohlen trugen, und war sogar bei den Geburten dabei. Roberto half bei der Aufzucht der Jungtiere und sorgte dafür, dass sie zu großen und starken Pferden heranwuchsen. Diese konnte er später an neue liebevolle Besitzer verkaufen. Aber es gab ein Problem. Der Abschied von den Pferden wurde nie leichter, wenn sie verkauft werden sollten, und Roberto fiel es immer schwerer mit anzusehen, wenn sie weggebracht wurden. Doch das gehörte nun mal zu seinem Job und er akzeptierte es, auch wenn es ihm nicht gefiel. Man kann sagen, dass Roberto im Laufe der Jahre zahllose Pferde kennengelernt und zu allen eine unglaubliche Bindung aufgebaut hatte. Aber ein Hengst stach besonders hervor. Zu ihm hatte er eine viel engere Bindung als zu allen anderen Tieren. Es war ein großes braunes Pferd namens Mario. Er war erst vor kurzem geboren worden, aber er war schon viel größer als alle anderen Tiere seines Alters auf dem Hof. Er wuchs schnell und ging sofort eine tiefe Bindung mit Roberto ein. Mario folgte ihm überall hin und erkannte den Klang seiner Stimme. Er kam sogar im Galopp um die Ecke, sobald er Robertos Schritte hörte. Sie freuten sich jedes Mal, wenn sie sich sahen, und verbrachten viel Zeit mit Reiten oder saßen einfach nur da und genossen die warme Sommerluft. Mario wuchs weiter und war schon bald eines der größten Pferde, die Roberto je besessen hatte. Leider hatte Marios Mutter ihn schon nach wenigen Tagen verstoßen. Also sprang Roberto ein und half bei der Aufzucht des Fohlens. Er hatte das schon 1 Million Mal gemacht, aber dieses Mal war etwas Besonderes. Es war schwer zu erklären, aber die beiden wurden wie beste Freunde, als Mario heranwuchs. Und trotz seiner enormen Größe war er immer noch liebevoll und anhänglich wie damals, als er noch ein Fohlen war. Roberto kicherte und verglich das Pferd mit einem großen Hund, der es liebte, von seinem Menschen gestreichelt zu werden und Leckereien zu bekommen. Doch mit den Jahren wurde Roberto immer langsamer. Er wurde alt. Er war nicht mehr in der Lage, eine so aktive Rolle bei der Aufzucht der Pferde zu übernehmen, und begann leichtere Aufgaben zu übernehmen, während er die aufwendigere und schwerere Arbeit den anderen Mitarbeitern überließ. Mit der Zeit verschlechterte sich Robertos Gesundheitszustand. Seine Leber und seine Nieren machten ihm zu schaffen. Er ging regelmäßig im Krankenhaus ein und aus und nahm alle möglichen Medikamente, um seinen Gesundheitszustand in den Griff zu bekommen. Aber er hatte ein langes und hartes Leben hinter sich und sein Körper machte schließlich schlapp. Eines Tages stürzte Alberto schwer und wurde in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Sein Körper wurde immer gebrechlicher und schwächer, und egal was die Ärzte oder andere medizinische Fachkräfte unternahmen, es war sehr wahrscheinlich, dass Roberto nicht mehr viel Zeit haben würde. Niemand konnte mehr etwas tun und das Ende des armen, tapferen Roberto war nahe.
Natürlich war er traurig, aber er verstand und er wusste, dass er ein gutes Leben geführt hatte. Aber bevor er sich aus dieser Welt verabschiedete, hatte er noch einen letzten Wunsch. Er wollte sein Lieblingspferd Mario noch einmal sehen. Die Ärzte hatten gehofft, ihn im Krankenhaus behalten zu können, um weitere Tests durchzuführen. Aber angesichts seines schwachen Zustands wurde ihnen klar, dass sie ihn im Grunde dazu zwingen würden, seine letzten Tage auf Erden fern von allen zu verbringen, die er liebte. Als das Krankenhaus schließlich verstand, wie viel es ihm bedeutete, nach Hause zu gehen, stimmten sie zu, Roberto zu entlassen, damit er seine letzten Tage zu Hause verbringen konnte, wo er sich am wohlsten und glücklichsten fühlte. Ein Krankenwagen transportierte ihn zurück zu seiner Pferdefarm. Sie luden die Trage aus dem Krankenwagen. Der Plan war, ihn im Haus unterzubringen. Aber Roberto hatte andere Vorstellungen und bat darum, dass man ihn durch die gesamte Anlage rollte. Er wollte alle seine Tiere sehen, bevor er die Ranch betrat und sie höchstwahrscheinlich nie wieder verlassen würde. Gerührt von seiner Notlage stimmte das medizinische Personal zu und begann ihn langsam durch die Anlage zu schieben. Die meisten Pferde schenkten ihm keine Beachtung, aber Roberto lächelte jedes einzelne an und erinnerte sich an die schönen Zeiten, die er mit ihnen geteilt hatte. Aber es gab ein Pferd, das sich sehr dafür interessierte, was vor sich ging. Es war das letzte Pferd, zu dem sie kamen. Mario. Obwohl Roberto jetzt so gebrechlich, dünn und schwach aussah, erkannte Mario ihn sofort und freute sich, ihn zu sehen. Roberto hob eine Hand, streichelte sanft Marios Nase und strich mit seiner Hand am Kopf des Riesenpferdes auf und ab. Das Pferd freute sich sichtlich über die Aufmerksamkeit und es war offensichtlich, dass die Bindung zwischen den beiden so stark war wie eh und je. Doch was dann geschah, brach allen Anwesenden das Herz. Als Roberto seine Hand wieder auf das Krankenbett sinken ließ, weil er zu müde und zu schwach war, um weiter zu streicheln, legte Mario seine Nase auf seine Handfläche. Es war, als würde das Pferd um weitere Streicheleinheiten und mehr Zeit mit seinem besten Freund betteln. Roberto kämpfte gegen seine Müdigkeit und Schwäche an und streichelte das Riesenpferd noch einmal. Dann legte Mario seinen Kopf auf Robertos Körper und sah ihm in die Augen, als wollte er ihn trösten und ihm Mut machen. Es war ein schöner und intimer Moment zwischen den beiden alten Freunden. Sie verharrten mehrere Minuten lang so, während alle Anwesenden weinten und ihren Gefühlen freien Lauf ließen. Das Pferd schien offensichtlich gespürt zu haben, dass es seinen besten Freund nach dieser Begegnung nie wiedersehen würde. Schließlich hob Mario seinen Kopf, drehte sich langsam um und ging weg. Roberto hatte nur noch wenig Zeit auf dieser Erde, aber er war froh, dass er einen letzten Moment mit seinem besten Freund an seinem Lieblingsort verbringen konnte. Jetzt konnte er in Frieden sterben, mit der Erinnerung an seinen geliebten Mario. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Pferd begann auf den Sarg zu treten. Als der Deckel zerbrach, mussten alle weinen. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.